Ja, also diese Storche-Bewegung ging los. Ich war ja in Mannheim beschäftigt im Luisepark und da hatten wir ja Anfang der 80er Jahre Nächte aufgestellt, um die Storch anzusiedeln. Das hat ab 84 auch geklappt. Und ab 85 haben wir dann regelmäßig beringt. Und damals kam dann eben ein Beringer und da habe ich mitgeholfen immer mit dem Steiger, der Hochfahren. Und da habe ich schon gesagt, der eine oder andere schon keine dürfen. Und so bin ich da reingewachsen. Und als dann immer mehr Störche geworden sind, dann hat er eine Hilfe gebraucht und hat sich dann neu rekrutiert und unter anderem auch mich. Und dann habe ich so immer sagen wir so ab 90 im Luisepark beringt und dann ab so Anfang der 2000er Jahre auch außenrum ein paar, aber da war es ja noch viel weniger, das war überschaubar. Und seit 2005 ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, mache ich das jetzt also alles hier bis nach Minkelsheim hoch. Und das sind jetzt schon über 200 Paare, das wird reichlich viel Arbeit. Ja, wie viel sind es dieses Jahr, wie viele Störche? Das kann ich schon nicht sagen, das sind durch das Wetter sind doch viele Junge kaputt gegangen. Stelleweise sieht es gut aus, stelleweise ist es sehr schlecht, aber da muss man sich jetzt einfach, ich werde am Ende der Woche die Beringung abschließen, dann sind die Jungen ja zu groß, da geht nichts mehr. Und dann muss man halt durchfahren immer und kontrollieren, was da in den Nestern steht. Und das dann zusammenzählen und nachher weiß man Bescheid. Aber das dauert dann noch 4 Wochen, bis wir da die letzte Sicherheit haben, was da ist. Okay. Und warum beringt man Störche überhaupt? Ja gut, das war eben mal einfach um das ganze Zugverhalten, wann brüten sie, wie brüten sie, also gibt es da Wechsel oder keine Wechsel. Also einfach um die ganze diese ganze Frage, die es da gibt, zu beantworten. Deswegen einfach eine Kontrolle zu haben. Zwischenzeitlich gibt es jetzt schon so viele und das haben wir ja auch gesendet, ist die Beringung eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Also, da kann man sich nicht zwischenzeitlich streiten, wie wichtig das noch ist. Ja. Was war der weiteste Storch? Also was am weitesten Also weggeflogen wir haben sind? meine Rückmeldung, unser Störche sind ja eigentlich die Westtier und die geht also nach Nordafrika. Und mir hatte aber die Osttier, die fliegen ja bis Südafrika runter und da hatte mir eine Rückmeldung, der ist in Südafrika abgelesen worden. Okay, Wahnsinn. Riesenstrecke. Das ist eine verrückte Strecke, ja. Okay, was ist die Schwierigkeit beim Beringen? Ja, richtig dran zu kommen. Das ist immer schwierig und dass die Jungen dann auch noch liegen bleiben. Ja. Das ist wichtig, dass sie nicht zu groß sind. Ja. Höhenangst? Höhenangst sollte man nicht haben. Das sollte man wirklich nicht haben, aber ansonsten ist es eigentlich kein Riesenproblem. Ja. Ist schon mal irgendwas passiert? Also Angriffe oder irgendwas von Großstörchen? Ja, es gibt also mal aggressive Junge, die einem auf die Hand hauen, das tut schon weh. Es gibt schon blutige kleine Wunde, aber das ist nicht wirklich tragisch. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, Tolles Hobby. Ja, schon viel zu viel Hobby. Alles klar. Ja, Ja, dann gut. vielen Dank. Alles klar, Ja, bitte. tschüss.